Globalistische Stammbäume. Speziell der Stammbaum der Bushs werden heute etwas näher betrachtet. Viele Präsidenten der Vereinigten Staaten sind miteinander blutsverwandt. Die Familie Bush hat Blutsbande mit einer großen Zahl früherer Präsidenten. Mit George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Teddy Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon und Gerald Ford. Michael Sarian beschreibt in seinem Werk die enge Verwandtschaft von Bush mit allen europäischen Monarchen auf oder abseits des Throns und mit sämtlichen Mitgliedern der britischen Königsfamilie. Bushs Stammbaum lässt sich zurück bis ins frühe 15. Jahrhundert urkundlich belegen. Er ist ein direkter Nachfahre von Heinrich III. Und von Mary Tudor, der Schwester von Heinrich VIII. Zudem stammt er auch von Karl II. Von England ab. Weiterhin zeigt sich, dass George W. Bush ein direkter Nachfahre von Gottfried von Bouillon ist. Gottfried war der erste Referent von Jerusalem, nachdem er es von den Sarazenen erobert hatte. Als Sarazenen bezeichnete man im Mittelalter die Anhänger des islamischen Glaubens. Interessant ist es hier auch, dass die gegenwärtige Besatzung des Mittleren Osten durch die USA von derselben Familie wiederhergestellt wurde. 1991 von George Bush Senior und 2003 von George Bush Junior. Letzterer ist zudem auch ein Cousin von Al Gore und John Kerry, den gegnerischen Kandidaten in seinen beiden Legislaturperioden. Ein Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt findet sich tatsächlich eine Blutverwandtschaft. Er ist des Präsidenten 9. Großcousin. Cheneys Cousin Barack Obama ist auch Bush sein 11. Cousin. The 101st Airborne Division, air assault. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. Lincoln war Bushs 7. Cousin, 5-fach entfernt. Und Bush hat mehr als nur einen Wahlgang mit John Kerry gemeinsam geführt. Das ist richtig, sie sind nämlich 9. 2-fach Cousins. Verfolgt man den Stammbaum weiter, dann findet man Madonna, Celine Dion und Tom Hanks. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? First of all, he's not the nominee. And, look, I look for... Are you prepared to lose? No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. Barack Obama und George Bush sind blutsverwandt. Sie sind allesamt blutsverwandt. Alle politischen Veranstaltungen sind inszeniert. Ihre Stimme ist irrelevant. Has the story of George W. Bush's many relations. My honor to bring to you the 41st president, a great dad, George H.W. Bush. We all know his father, but what about his cousins? There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin, twice removed. And then there's this bombshell. Happy birthday, Mr. President. Sure, she may have been singing to JFK, but what about GWB? He is, after all, her 9th cousin, 3 times removed. He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. Unter George W. Bush engeren Blutsverwandten finden sich unter vielen anderen Joseph Smith Jr., Gründer der Mormonensekte, die identische Zeichen und Bräuche wie die Freimaurer haben, Sir Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt,
Richard Nixon und auch Gerald R. Ford. Lincoln war Bushs 7. Cousin 5. Grades, John Kerry sein 9. Zweifach-Cousin. John McCain ist ein Cousin 6. Grades von Laura Bush, der Frau von George W. Bush. Auch Playboy-Gründer Hugh Hefner ist mit der Bush-Linie verwandt. Zuletzt soll laut Terraherz.de und vielen anderen Quellen der Begründer des modernen Satanismus, Aleister Crowley, die Mutter von George W. Bush, Barbara Bush, gezeugt haben. Diese eine Blutlinie also beherrscht unsere Welt. Die römische Armee braucht dich. Ich will dich für die US-Armee. Weißt du, wer zusammen mit den zionistischen Bankiersfamilien Hitler unterstützt hat? Was allerdings Aleister Crowley inmitten dieser bislang geheimen Blutslinie für eine besondere Rolle gespielt hat? Sie wussten also auch nicht, dass laut Terraherz.de und vielen anderen Crowley mit den mächtigsten der Erde blutverwandt gewesen sein soll? Na dann wird's jetzt aber richtig spannend. Danke für alle Hinweise. Crowley Aleister, englischer Okkultist, geboren 1875, gestorben 1947. Wurde durch seine Schriften zum geistigen Führer des okkulten Satanismus. Quelle: Lexikon, der große Brockhaus, Band 1. Weißt du, wer der Autor des modernen Satanismus ist? Sein Spitzname ist der meistübelste Mensch des Jahrhunderts. Aber weißt du, wen Aleister gezeugt hat? Das waren die Fundamente, welche diese Familie erschuf. You helped our nation celebrate its bicentennial in 1976. Sie gab mir einen Blick, den nur eine Mutter ihrem Kind geben kann. You gave me a look that only a mother could give a child. Only a mother could give a child. Only a mother could give a child. By 1924, Crowley was living in poverty in France. An old friend and famous literary figure and occultist, Frank Harris, kindly took him under his roof. Frank Harris lived with a woman by the name of Nellie O'Hara. If what has been written in later years can be believed, Nellie had a friend in America, Pauline Pierce, who was married to Marvin Pierce, head of the McCall Corporation. In early 1924, Pauline traveled to France to stay with her friend. Thus it was that four individuals came together: Frank Harris, Nellie O'Hara, Pauline Pierce, and Aleister Crowley.
According to Crowley's diaries, during this period in Paris, Crowley underwent the supreme ordeal, linked with his realization of the grade of ipsissimus. According to a description of the rite, on the appointed day, the candidate is attended by one or more chosen and experienced attendants whose duty is A. to exhaust him sexually by every known means, B. to rouse him sexually by every known means. Every device and artifice of the courtesan is to be employed, and every stimulant known to the physician. If Crowley did go through this ordeal in 1924, then it is highly likely, based on his previous experiences, that his closest associates of that time, including Nellie and Pauline, performed as his magical assistants. Pauline Pierce returned to America in early October of 1924. 8 months later, on June the 8th, 1925, she gave birth to a girl named Barbara. Barbara Pierce married George H.W. Bush, who eventually became the 41st President of the United States, and they had a son, George W. Bush, the 43rd President of the United States. Could the wickedest man in the world, Aleister Crowley, be George W. Bush's grandfather? In 1925, Crowley received a letter from Theodor Reuss of the OTO in Germany. A vacancy had become available for international head of the OTO. They had chosen Baphomet. To the British, and indeed the Americans, I may have been a flesh-eating devil. But the Germans obviously still appreciated the lore of Thelema. I was still Baphomet, an ipsissimus, the great beast, 666. Wenn er schuldig ist, verdient es Bush, wegen Mordes angeklagt zu werden. Ach kommen Sie, in unserem Land werden Leute wegen eines Mordes hingerichtet und Bush hat tausende amerikanische Soldaten in den Tod geschickt. Da versteht sich doch eine Anklage von selbst. Legende der amerikanischen Strafverfolgung. Seine Mission? Eine Anklage wegen Mordes gegen den scheidenden amerikanischen Präsidenten und die anderen Architekten des Irakkrieges. Die entscheidende Frage bei einem Prozess gegen Bush ist, ob er den Krieg wirklich zur Verteidigung begonnen hat, als Präventivschlag. Wenn die Beweise belegen, dass Bush einen Verteidigungskrieg geführt hat, dann ist der Tod der gefallenen US-Soldaten vor dem Gesetz gerechtfertigt. Doch wenn die Anklage beweisen kann, dass der Krieg unter einem falschen Vorwand begonnen wurde, dann wäre der Tod all der gefallenen Soldaten nicht gerechtfertigt und deshalb Mord. Ohne Zweifel ist Saddam im Besitz von Massenvernichtungswaffen. Er hat biologische Waffen. Wir wollen keinen Atomkrieg. Die britische Regierung hat Informationen, dass Saddam Hussein Uran in Afrika angekauft hat. Bush und seine Leute veröffentlichen die Zusammenfassung eines geheimen CIA-Berichtes. Dieses Papier wurde als sogenanntes weißes Dokument bekannt. Und in diesem weißen Dokument war das ursprüngliche Fazit des CIA, dass Hussein keine unmittelbare Bedrohung für die USA darstellte, komplett gelöscht, Wort für Wort. Kongress und Öffentlichkeit erfuhren nichts von diesen Aussagen. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Without making a mistake. Look at the letter at the end and remember the sound it makes. Get ready. Kite. Yes, kite. She gave me a look that only a mother could give a child.
Das Schlüsselelement ist das, was außerhalb unserer Wahrnehmung passiert.